Salve und willkommen zu meiner Roman Coin Show und zugleich dem dritten Teil unserer Serie Fake Roman Coins. In dieser Episode geht es um eine römische Medaille des Commodus, der vielen aus dem Film Gladiator bekannt ist. Also es war keine typische Umlaufmünze und als ich sie damals kaufte, war mir schon bewusst, dass sie vermutlich ein Fake ist. Sie stammte aus einer umfangreichen alten Sammlung und wurde von einem Händler nebst zahlreichen echten römischen Münzen als Nachlasskonvolut von der Erbin erworben. Da der Händler selbst diese nicht für echt hielt, bekam ich sie recht preisgünstig. Optisch ist sie ja ein Hingucker, deshalb bereue ich den Kauf bis heute nicht, obgleich die Medaille auch den Detektiv in mir erweckte. Ich wollte unbedingt herausfinden, woher sie stammt, ob es auch ein Original dazu gibt und aus welchem Material sie besteht. Da ich noch nie eine römische Medaille in Händen hielt, hatte ich keine Vorstellung, wie groß die in Wirklichkeit sind, und damit auch ihr einen Vergleich habt, lege ich euch mal einen Sesterz des Trajan daneben. Während Sesterze einen Durchmesser von ca. 32 bis 34 mm haben, ist diese Münze mit knapp 42 mm ein kleines Monster. Und auch auf der Waage zeigt sie sich mit 35,94 Gramm als echtes Schwergewicht. Interessanterweise würde Größe und Gewicht dafür sprechen, dass die Medaille tatsächlich auch aus Silber ist. So hat zum Beispiel der Silberwiener Philharmoniker mit 40 mm Durchmesser 31,1 Gramm, was in der Relation gut passen würde. Übrigens vergesst nicht, am Ende dieses Videos bringe ich euch wieder auf den neuesten Stand unseres Gewinnspiels. Es gab auch diese Woche wieder keinen Gewinner und deshalb bleibt bis zum Ende dran, damit ihr seht, welchen Sesterz ich diese Woche ausschließe. Nun sehen wir uns aber die Medaille mal genauer an, denn sie hat einige Merkmale, die auf eine Gussfälschung hinweisen. Zuerst einmal zur Legende. Wir sehen ein M für Marcus, dann Commodus, weiter Antoninus, die Schrift ist hier am Lorbeerkranz geteilt, dann Pius, Felix, Aug für Augustus und Brit für Britannicus. Die Buchstaben sind nicht scharf abgegrenzt und wirken teilweise sogar verschwommen, was bei Gussfälschungen häufig vorkommt. Entlang des Kopfes sehen wir einen interessanten linienförmigen Grat, der bei geprägten Münzen eigentlich nicht zu sehen ist. Denn da müsste es ja dann ein Stempelfehler sein, was aber hier eher wie ein kleiner Haarriss in der Gussform wirkt. Auch die Unebenheiten, Löcher und Linien wirken, als wäre eine fehlerhafte Gussform dafür verantwortlich. Der klassische Perlkreis, der die Medaille umrandet, sollte eigentlich aus aneinandergereihten Punkten bestehen, ist aber hier sehr ungewöhnlich unterschiedlich. Teils Punkte, teils Zacken, dann wieder Linien. Das ist keine natürliche Abnutzung. Ein römischer Stempelschneider hätte sich nie getraut, so einen schlechten Prägestempel zu produzieren. Auch eine barbarisierte Version würde deutlich anders aussehen. Das Gesicht des Kaisers Commodus hat zwar eine gewisse Ähnlichkeit, zeigt jedoch sehr grobe Linien, speziell bei Ohr, Bart, Mund und Nase. Ich meine, ich will nicht meckern, sie wirkt natürlich trotzdem ästhetisch und eigentlich gefällt sie mir so, wie sie ist, sonst hätte ich sie ja auch nicht gekauft. Und obwohl ich mich für Repliken nicht wirklich interessiere, hat mich dieses Stück trotzdem magisch angezogen, weil Herkunft, Aussehen und Material einfach rätselhaft erscheinen. Kann es denn sein, dass es sich hier nur um eine reine Fantasiedarstellung handelt, die es in der Antike so nicht wirklich gab? Ich meine, die sexy Victoria erkennt man ja wohl auf den ersten Blick, und beim zweiten Hingucken ist vor ihr sitzend auch Virtus mit Helm, der über seine rechte Schulter nach hinten blickt, zu identifizieren. Er sitzt da auf einem Haufen erbeuteter Rüstungen, daneben links ein Helm und er hält in der Hand eine Trophäe, die leider nur sehr schwer zu erkennen ist, ebenso das nach hinten blickende Gesicht, das etwas verschwommen wirkt. Wieder entsteht der Eindruck, dass nur ein Medaillenguss und eben keine Prägung vorliegt. Die Legende ex erge bestätigt, dass es sich um Virtus, der Personifikation von Mut und Tapferkeit, handelt. Die Umschrift lautet PM für Pontifex Maximus, TRP für Tribunitia Potestate zum 11. Mal und IMP Imperator
Das I ist hier nur teilweise abgebildet. Zum siegreichen Feldherrn zum 7. Mal akklamiert, wobei von der 7 eigentlich nur die 5 klar erkennbar ist. Das C von der Abkürzung Konsul erscheint wieder besonders verdächtig, da es in die falsche Richtung, also spiegelverkehrt zu sein scheint. O und S sind erkennbar und die 5 zeigt an, dass er das Konsulatsamt zum 5. Mal innehatte. Weiter sehen wir zweimal P, steht für Pater Patriae, und da, ja, was ist das? Da ist ein Buchstaben, der eigentlich gar nicht dahin gehört, und ich kann mir nicht erklären, was der bedeuten soll. Na, das bestärkt natürlich meinen Fälschungsverdacht enorm. Und da ist ja noch etwas zu sehen. Hier befindet sich ein S. Gehört das nicht eigentlich auf die andere Seite? Das bedeutet so viel wie Senatus Consulto, also eine Prägung auf Senatsbeschluss. Ich habe eigentlich keine Ahnung, ob das auch wirklich auf Medaillen geprägt wurde. Bevor wir nach antiken Vergleichsstücken suchen, nehmen wir auch nochmals den Rand der Münze genauer unter die Lupe. Na, hier tut sich ja einiges. Diese Risse hier sind definitiv keine Schrödlingsrisse, sondern Gusslunker. Also dort hat eine Luftblase das flüssige Metall abgehalten, die Form ganz auszufüllen. Und hier erkennt man definitiv Pfeilspuren, wo man versuchte, den Gussgrad abzurunden. Also besonders am Rand einer Münze kann man gut erkennen, ob es sich um eine Originalprägung handelt oder ob das Material dort entfernt wurde. Da Kaisermedaillen schon besondere Prägungen waren, die meist als Geschenke oder Belohnungen dienten, ist kaum vorstellbar, dass der Rand so unregelmäßig und stümperhaft gefertigt wurde. Meist verwendete man einen perfekten Schrötling, der optisch makellos war, und meist war er auch aus Gold oder Silber. Fazit: Dieser Münzrand bestätigt den Verdacht, dass es sich hier um eine moderne Gussfälschung handelt, obgleich es echt spannend wird, ob wir ein antikes Vergleichsstück finden. Hier wird es Zeit, in meiner Facebook-Gruppe Fake Roman Coins nachzufragen. Und wie immer bekam ich verlässlich innerhalb kürzester Zeit Antworten. Und die waren für mich natürlich eine große Überraschung. Einer der Gruppenmitglieder antwortete mir, dass es sich um keine Fantasiemünze handelt und es sogar ein Original dieses Motives gibt. Allerdings wurden diese Medaillen nur in Gold und Bronze geprägt und nicht in Silber. Er selbst besitze auch ein silbernes Stück und dachte bisher, es wäre ein Einzelstück. Allerdings haben einige Experten auch ihm bestätigt, dass es wohl eine moderne Replik ist. Außerdem zeigen die Bilder seines Exemplars, dass sie einen deutlich kleineren Durchmesser hat und somit mit meinem nicht wirklich übereinstimmt. Auch wirkt das gesamte Erscheinungsbild deutlich heller und silbriger, als das bei meiner Medaille der Fall ist. Ein weiterer Experte beschreibt die Medaille als modernen Guss mit künstlichen Alterungsspuren und vermutet, dass sie nicht einmal aus Silber ist. Er meinte, dass die bräunlichen Verfärbungen auf der Rückseite, die er hier rot markiert hat, Spuren von Kupferoxid wären, die für eine Kupferlegierung sprechen würden. Bisher konnte ich auch nichts anderes herausfinden, denn einen klassischen Silbertest habe ich noch nicht durchgeführt. Je mehr ich mich mit dieser Medaille des Commodus beschäftige, desto mehr kleine Rätsel entstehen und eindeutige Erkenntnisse gibt es nur spärlich. Aber die Untersuchung ist noch nicht zu Ende, denn ein Gruppenmitglied schickte mir doch tatsächlich einen Beweis dafür, dass es diese Medaille in der Antike wirklich gab. Das hat mich fast umgehauen. Er hat die Beschreibung eines antiken Originals in französischer Numismatikliteratur gefunden. Und was uns hier sofort auffällt, ist der Perlenkreis auf der Vorderseite, der ebenfalls nicht nur aus Punkten, sondern auch aus Linien und Zacken besteht. Und auf der Rückseite sehen wir die richtige Schreibweise der Legende und das Fehlen der Buchstaben S und C, da eine Medaille ja keiner Genehmigung durch den Senat bedurfte. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Wir testen Oberfläche und Patina. Mal sehen, ob die Medaille diese Prüfung übersteht. Wir verwenden Aqua destillata, also chemisch reines Wasser, um die Medaille zu spülen. Also bis auf Staub und ein paar Härchen hat sich nicht sehr viel gelöst. So, noch die restliche Flüssigkeit mit dem Mikrofasertuch etwas abtupfen und mal sehen, ob sich was verändert hat. Natürlich wirkt das gute Stück noch etwas feucht und in einem anderen Licht etwas unterschiedlich,
Aber Grundlegendes an der Patina und an der Oberfläche hat sich nicht verändert. Jetzt würde mich aber mal eure Meinung interessieren. Ist diese Münze echt, ein Fake, aber dennoch ästhetisch, oder ist sie hässlich und ein absolutes No-Go? Schreibt mir einen Kommentar, wie ihr das seht. Also den ersten Test hat sie somit bestanden. Es gibt keine Verfärbungen und nichts hat sich aufgelöst. Die Patina blieb stabil. So, natürlich auch die Rückseite überprüfen wir. Aber auch hier ein positives Ergebnis. Es hat sich nichts verändert. Jetzt aber starten wir gleich mit dem nächsten Härtetest. Wir behandeln die Oberfläche mit reinem Alkohol, also Isopropanol 99,9%. Der große Vorteil, er hinterlässt auf einer echten Patina keine Flecken und verdunstet zu 100% innerhalb kürzester Zeit. Also auf geht's! Mit dem flüsselfreien Stäbchen schön abrollen, nicht reiben oder stochern. Und wie wir sehen, keine Reaktion und auch keine Verfärbung. Gleich mal etwas mehr Alkohol auf die Münze, das verträgt sie schon. Und auch hier alles sauber. Noch leicht abtupfen, um zu sehen, ob sich das Tuch dabei verfärbt. Aber auch hier keine Reaktion. Gratulation, auch diesen Test hat die Medaille tadellos überstanden. Aber Echtheitszertifikat bekommt sie von mir trotzdem keines, da bleiben einfach zu viele Fragen offen. So, das war's nun mit unserem Härtetest für Commodus. Und im Anschluss, wie versprochen, ein paar Neuigkeiten zum Gewinnspiel. Wieder hat niemand den Treffer gelandet und so schließe ich auch heute wieder eine Münze von unserem Gewinnspiel aus. Und passend zum heutigen Thema schließe ich den Sesterz von Commodus mit der RIC-Nummer 471 vom Spiel aus. Es verbleiben also noch 13 Sesterzen im Spiel. Für manche ist die 13 ja eine Glückszahl, vielleicht auch für einen von euch. Die Anleitung zur Teilnahme am Gewinnspiel findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Videos und auch eine Liste der verbleibenden 13 Sesterzen, von denen ihr 3 auswählen sollt und mir in den Kommentaren nennen sollt. Den Link zum Hauptvideo des Gewinnspiels Numismatica Einkaufstour in Paris findet ihr wieder am Ende des Videos im Abspann. Und nächste Woche gibt es ein spannendes Unboxing-Video, denn ich habe gleich 2 Sesterze gekauft. Na, wenn das mal kein Fehler war, denn die sind noch ein bisschen zum Restaurieren. Aber das werdet ihr dann sehen. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Gewinnspiel und bis bald.